Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Vordernberg in der Steiermark unterwegs und möchte dir die St. Laurentii Kirche zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's! Wer durch das Vordernberger Tal fährt, dem fällt sie auf. Hoch oben an der alten Erzstraße, umgeben von mächtigen Ringmauern, die Filialkirche St. Laurentius. Über 600 Jahre stecken in diesem Gemäuer. Eine Kirche, die Brände, Reformation, den Aufstieg und Fall der Eisenwirtschaft überdauert hat und bis heute steht. Bevor die heutige Kirche stand, gab es an dieser Stelle bereits einen Vorgängerbau, geweiht der heiligen Elisabeth. Die genaue Entstehungszeit ist nicht überliefert, doch die Lage war bewusst gewählt. An der alten Eisen- und Erzstraße, dem Lebensnerv des Bergbauernortes Vordernberg. Im Jahr 1388 wird die Kirche urkundlich erstmals erwähnt, als spätgotische Wehrkirche, gebaut um zu schützen. Die Anlage war eine kleine Kirchenburg. Ein mächtiger Torturm bewachte den Eingang, eine hohe Ringmauer mit Wehrgang und gleich 2 Reihen Schießscharten umgab das gesamte Areal. Heute sind noch große Teile dieser Ringmauer erhalten. Stille Zeugen einer Zeit, in der Kirchen nicht nur der Seele, sondern auch dem Überleben dienten. Im Jahr 1454 reist Kaiserin Eleonore von Portugal durch Vordernberg, die Gemahlin Kaiser Friedrich III. Und hier beginnt die Legende. Der Wind entreißt ihr den Schleier und trägt ihn in eine Dornenstaude. Als man den Schleier sucht, findet man dort auch ein Kruzifix. Ob Zeichen Gottes oder Zufall? Eleonore deutete es als göttlichen Auftrag. Hier soll eine Kirche gebaut werden. Der Baubeginn wird mehrfach unterbrochen und wird erst im Jahr 1567 vollendet und dem heiligen Laurentius geweiht. Von da an trägt die Kirche seinen Namen. (1465) wird die Kirche ausgebaut. Der gotische Chor mit seinen eleganten Spitzbogenfenstern nimmt seine heutige Form an.
Doch das bedeutendste Kunstwerk entsteht 50 Jahre später, im Jahr 1515. Das wundertätige Kruzifix. Es ist keine gewöhnliche Darstellung. Der Christus am Kreuz hatte ursprünglich einen beweglichen Kopf mit beweglicher Zunge, eine Echthaarperücke und einen echten Bart. Im pfarreigenen Mirakelbuch sind unzählige Wunder verzeichnet, die ihm zugeschrieben werden. Pilger aus der gesamten Region kamen nach Vordernberg, um vor diesem Kreuz Heilung und Beistand zu erbitten. Es machte die Laurentiuskirche zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Obersteiermark. Im 18. Jahrhundert erhält die Kirche ihr heutiges Gesicht im Inneren. Die spätgotische Außenhülle bleibt, doch im Inneren zieht der Barock ein. Ein neuer Hochaltar mit der Darstellung des Kirchenpatrons Laurentius wird aufgestellt. Und die Kanzel, die man heute im Inneren bewundern kann, ist ein klassisches Werk des steirischen Barock. Gotische Strenge trifft barocke Pracht. Das ist der unverwechselbare Charakter der Laurentiuskirche. Jahrhundertelang war die Laurentiuskirche die Pfarrkirche von Vordernberg. Doch die Eisenwirtschaft veränderte alles. Die Radwerke, die Hochöfen, wanderten flussabwärts, weil sie dort mehr Wasserkraft hatten. Der Ort folgte ins Tal. Die Kirche oben am Hang bleibt zurück. (1830) wird sie zur Filialkirche herabgestuft. Die neue Pfarrkirche Maria Himmelfahrt übernimmt unten im Ort die Funktion.
Für die Laurentiuskirche beginnt eine stille Zeit. Aber das Schlimmste kommt noch. Am 7. Mai 1882 bricht ein Feuer aus. Die Kirche und ein Nachbarhaus brennen lichterloh. Was Jahrhunderte überdauert hatte, fällt in einer Nacht den Flammen zum Opfer. Der charakteristische Zwiebelturm, das Wahrzeichen der Kirche, wird zerstört. Doch Vordernberg gibt nicht auf. Der Wiederaufbau beginnt sofort. Der neue Kirchturm erhält statt dessen Zwiebelturms ein schlankes Spitzdach, so wie er heute noch steht. Und bereits am 11. August 1883, dem Patrozinumtag des heiligen Laurentius, werden 4 neue Glocken aufgezogen und feierlich geweiht. Die Kirche lebt. Im Jahr 2004 wird die gesamte Außenanlage umfassend renoviert. Ringmauer und Schallenturm werden gesichert. Die Fassade erneuert. 3 Jahre später, 2007, kehrt das wundertätige Kruzifix von 1515 zurück. Es war in Wien vom Bundesdenkmalamt restauriert worden, zurück in seinen Originalzustand. Mit beweglichem Kopf, beweglicher Zunge, Echthaarperücke und Echthaarbart. Eine künstlerische Rarität, wie es in ganz Österreich kaum ein zweites Mal gibt. Die Innenrenovierung ist abgeschlossen. Der Kreuzaltar restauriert. Die Filialkirche St. Laurentius in Vordernberg ist weit mehr als ein Baudenkmal. Sie ist das Gedächtnis eines Ortes. Seit über 600 Jahren steht sie über dem Tal. Durch Brände, Kriege, den Aufstand und Fall der Eisenwirtschaft. Durch Zeiten, in denen sie Pfarrkirche war und Zeiten, in denen sie vergessen wurde. Wer heute den Weg hinauf zur Laurentiuskirche geht, spürt, manche Orte tragen die Geschichte in sich. Dieser hier ist einer davon. Ja, das war die Geschichte und das Video über die St. Laurenti-Kirche hier in Vordernberg in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein GoTraveler. Also, ciao.